Auch in diesem Jahr will ich euch wieder Ideen mitgeben, was ihr für Weihnachten nähen könnt. Schaut euch auch gerne das Video vom letzten Jahr für noch mehr Ideen an. Make a Maud Sewing. Nähen mit der Maus. Das Ganze ist wieder eine Sammlung meiner genähten Werke von diesem Jahr. Die einzelnen Videos dazu verlinke ich euch in der Infobox. Wie auch im letzten Jahr schon erwähnt, sind Taschen immer schön zu verschenken. Neu dazu gekommen ist die Kosmetiktasche Traveling. Sie ist einfach geeignet für Reisen, aber auch zum Beispiel für den Sport oder für die Reha und so weiter. Auch neu gibt es die Handtasche Ellie, die es auch als Weekender gibt, und die Kreistasche Lori. Kleine Geschenkideen sind zum Beispiel Lesezeichen, wie ihr hier sehen könnt. Genauso wie das Lesezeichen eignet sich auch der Handwärmer perfekt für ein schnelles, schönes Geschenk. Das könnt ihr natürlich auch in anderen Formen machen, wie zum Beispiel einen Stern, wenn ihr es weihnachtlicher haben wollt. Adventskalender werden immer gerne gesehen. In einem meiner Videos zeige ich euch, wie ihr Säckchen dazu näht. Die Säckchen dazu könnt ihr natürlich auch anderweitig verschenken oder Kleinigkeiten darin verstecken und als Geschenkverpackung verwenden. Leider beschäftigt uns das Thema Corona immer noch. Kleine Geschenke dazu sind zum Beispiel die Impfpasshülle, Masken natürlich, Maskentaschen oder eine Desinfektionsmitteltasche. Das sind alles schnell genähte Projekte, die man einfach so mal herschenken kann. So, das waren meine 5 Weihnachtsgeschenk- und Deko-Ideen. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Ansonsten schaut euch gerne, wie schon gesagt, das andere Video an. Vielleicht findet ihr da was. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!